Rumi, sie rennt weg. Wohin haut sie denn jetzt auf einmal ab? Ich weiß nur eins, dieses Video ist nichts für Kinder. In unserer Stadt haben wir 5 Spielplätze und auf einem dieser Spielplätze muss sich Rumi verstecken. Wir werden heute jeden einzelnen Spielplatz mit unserer Drohne abfliegen und Rumi suchen. Rumi könnte sich echt überall verstecken, vielleicht an dem Spielplatz am Fluss. Oder hier oben bei einem der Spielplätze im Wald. Aus diesem Grund lasst jetzt alle sofort ein Like auf dieses Video da. Auch wenn dieses Video nichts für Kinder ist, müssen wir Rumi vor Slide Eater retten. Aber zu welchem Spielplatz sollen wir als erstes fliegen? Lass uns direkt zu diesem Spielplatz fliegen. Der ist nur 2 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Lass uns keine Zeit verschwenden und wir starten unsere Drohne direkt. Wir sind jetzt hier bei dem ersten Spielplatz. Hoffentlich können wir Rumi vor Slide Eater retten. Wir müssen sie unbedingt retten, alleine auch für Gino. Die sind doch ein Liebespaar. Ihr habt doch die Fernsehnachrichten gesehen. In unserem Fernseher gab es Nachrichten, wo sie kämpft gegen Slide Eater. Und wir sind jetzt hier bei dem Spielplatz direkt bei der Rutsche. Guck mal, hier ist die Rutsche. Da ist doch schon Slide Eater. Nein, wirklich. Der erste Spielplatz direkt Slide Eater. Ihr seht es, es ist eine Röhrenrutsche. Und aus der Röhrenrutsche kommen Zähne raus, ein böser Mund. Das sieht ja richtig ekelhaft aus. Ich muss weiterfliegen. Ich kann da gar nicht hinschauen, Leute. Guckt es euch an, wie brutal er aussieht. Pass lieber auf die Drohne auf, bevor die noch gegessen wird von Slide Eater. Ich bin ganz weit oben, damit uns die Rutsche, also der Rutschenfresser, nicht aufessen kann. Wir müssen aber jetzt aufpassen, nicht dass Rumi wirklich bei dem Spielplatz ist. Weil wenn Rumi bei dem Spielplatz ist, wird sie gleich gefressen von Slide Eater. Was ist, wenn Rumi schon längst gefressen wurde von dem Rutschenfresser? Natürlich nicht. Ihr habt dafür alle ein Like dagelassen, dass wir Rumi retten in diesem Video. Und ihr könnt es auch sehen, diese Slide Eater Rutsche hat sich verbarrikadiert. Man kann da kaum reinschauen in die Rutsche. Denkst du, da drin ist vielleicht jetzt schon Rumi? Das ist nur ein kleiner Spalt, aber ich sehe keine Rumi. Da ist niemand drin. Gott sei Dank ist da noch niemand drin in dieser Rutsche. Leute, Mann, ihr lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da und ihr müsst es bis zum Ende schauen. Ihr habt ja gesehen, wir haben noch 4 weitere Spielplätze, die wir heute mit euch abfliegen. Und wenn Rumi gefressen wird, dann ist Gino ganz arg traurig. Nicht nur Gino, sondern ich auch und ihr da draußen bestimmt auch. Dann gibt es keine Konzerte mehr von den K-Pop Demon Hunters. Okay, wir fliegen weiter. Schau mal, wer hier ist. Mira ist auf dem Spielplatz. Warum ist Mira auf dem Spielplatz? Was macht Mira auf dem Spielplatz? Ich weiß es. Sie hilft uns, nach Rumi zu suchen. Du meinst, Mira sucht auch nach Rumi? Ja, ganz genau. Deshalb ist sie dort auf dem Spielplatz, weil sie den gleichen Gedanken hatten wie wir. Sie möchte Rumi vor dem bösen Slide Eater, also Rutschenfresser, retten. Das heißt, wir sind jetzt schon eine Person mehr. Wir beide und auch noch Mira ist am Start. Und ihr da draußen, mit euch sind wir ungefähr 1 Million Leute. Aber was passiert, wenn jetzt Mira gefressen wird vom Slide Eater? Das wäre richtig schlimm. Wir müssen aufpassen. Wir haben euch, wir fliegen weiter. Wo ist Mira hin? Ich habe nicht aufgepasst. Nein, wo ist die? Wir sind immer noch auf dem gleichen Spielplatz, wo Slide Eater ist und Mira. Okay, aber die 2 haben sich noch nicht... Pass auf! Pass auf! Die Drohne! Ich bin abgestürzt. Leute, meine Drohne ist abgestürzt. Könnt ihr das sehen? Die Drohne ist nicht nur abgestürzt, nein! Mira kämpft gerade gegen Slide Eater. Dreht euer Handy um, damit ihr sehen könnt. Ich habe die Fernseher gesehen. Die Drohne ist aufgekommen und die kämpfen gegeneinander. Schaut euch an, ich kann es gar nicht glauben. Was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Drohne mehr haben? Lass uns eine neue Drohne holen. Hier ist unsere neue Drohne, aber schau mal, was da oben ist. Auf diesem Spielplatz haben wir Mira gesehen, aber Rumi war nirgendwo zu finden. Aus diesem Grund haben wir diesen Spielplatz durchgestrichen. Rumi kann sich aber noch an 4 weiteren Spielplätzen befinden. Einmal hier unten am Fluss. Oder bei diesen 3 Spielplätzen im Wald. Dann fliegen wir jetzt mit unserer neuen Drohne direkt zu diesem Spielplatz am Fluss. Wir dürfen auf keinen Fall Zeit verlieren. Wir müssen unbedingt Rumi retten. Wir sind jetzt hier beim 2. Spielplatz. Wir wissen aber immer noch nicht, wo sich Rumi versteckt. Am 1. Spielplatz haben wir Slide Eater und Mira getroffen. Wie sie beide kämpfen, wie krass ist das? Aber unsere neue Drohne ist jetzt hier bei dem 2. Spielplatz. Neuer Spielplatz, neues Glück, um Rumi zu retten. Okay, wir müssen nach Rumi Ausschau halten. Ihr wisst ja alle, wie Rumi aussieht. Wenn wir sie hier nicht finden, wir haben noch 3 weitere Spielplätze. Schaltet nicht ab und schaut das Video bis zum Ende. Aber was ich gerade schon sehe, ist auf jeden Fall eine kleine Rutsche. Die Rutsche ist da, aber sie ist nicht verschlossen. Das ist eine offene Rutsche. Was bedeutet das? Da ist Rumi, sie schaukelt. Nein, wir haben Rumi wirklich getroffen. Hier geht es wirklich gut. Es ist Rumi, was macht sie dort? Sie schaukelt auf dem Spielplatz, als hätte sie keine Angst. Natürlich nicht. Vielleicht gibt es auf diesem Spielplatz auch überhaupt keinen Slide Eater. Sie ist weggelaufen. Wo ist sie hin? Also bei der Rutsche. Ist sie gleich bei der Rutsche dort? Da ist was. Wo? In dem Meer! Auf dem Boden kommt was. Was ist das? Weißt du, wie das aussieht? Es sieht doch so aus wie
wie der Mund von Slide Eater. Und da drüben auf dem Spielplatz gibt es eine zweite Rutsche. Vielleicht ist deswegen Rumi abgehauen. Ganz hinten ist noch eine ganz viel größere Rutsche auf dem Spielplatz. Und ihr habt's gesehen, dieser Mund ist zum anderen Rutsche gelaufen. Weil auf dieser Rutsche ist gar niemand mehr. Ihr seht es, hier ist auch kein Mund in der Rutsche. Aber genau da hinten hat Rumi geschaukelt. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen unbedingt nachschauen bei der großen Rutsche, ob dort Slide Eater ist. Weil wenn dort kein Slide ist, dann hat Rumi auch keine Angst mehr. Da ist diese ganz große Rutsche, ihr könnt sie sehen. Was passiert denn jetzt hier? Ist das Slide Eater? Das ist nicht Slide Eater. Nee, das ist nicht keine Slide Eater. Ihr seht es ist keine Slide Eater Rutsche, weil sie nicht zu ist. Natürlich, deshalb ist Rutschen da. Das ist Rumi und sie kämpft mit Slide Eater. Oh nein, wer gewinnt? Bitte, Rumi, du musst gewinnen. Slide Eater ist so böse. Habt ihr gesehen, wie aus der Rutsche der Mund gekommen ist? Oh, wer hat denn jetzt gewonnen? Ich weiß es nicht. Rumi ist abgehauen. Ist die abgehauen? Oder wurde sie gegessen? Ja eben, wurde sie vielleicht aufgegessen oder ist sie abgehauen? Hat sie es geschafft? Spult zurück, Freunde. Schaut mal, ob Rumi gegessen wurde. Ich habe nicht aufgepasst. Du weißt, was das bedeutet, wenn sie gefressen wird. Dann ruft uns Gino an und wir können uns schlechte Nachrichten sagen. Ich hoffe nicht, weil die zwei lieben sich. Das ist das Liebespaar des Jahres. Und wir können nicht mehr auf Konzerte von ihnen gehen. Was hältst du davon, wenn wir mit unserer Drohne die Rutsche runterrutschen? Aber pass auf die Drohne auf, wir haben keine Tritte mehr. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like da für meinen mutigen Flug, Leute. Wir rutschen einfach mit der Drohne die Rutsche runter. Rumi, da ist Rumi. Was macht sie? Sie ist nicht gegessen worden. Sie chillt einfach da unten. Sie lacht die Slide Eater Rutsche aus. Vielleicht ist Slide Eater abgehauen. Ich weiß es nicht. Wir müssten Rumi hinterherfliegen. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sie ist abgehauen. Ist sie wieder rutschen gegangen? Ich weiß es nicht. Nee, die Rutsche ist leer. Die Rutsche ist komplett leer. Ihr könnt es sehen. Hier ist keine Rumi mehr. Und aber auch kein Slide Eater mehr. Sollen wir mal versuchen, die Rutsche mit unserer Drohne nach oben zu fliegen? Das ist vielleicht eine gute Idee. Vielleicht hat sich ja Slide Eater selbst versteckt, ganz oben. Ich versuch's, okay? In 3, 2, Pass auf! Pass auf! Was ist jetzt passiert? Du bist, glaube ich, gegen die Wand vom Slide Eater geflogen. Warte, Leute, ich versuche mal, ob ich noch die Drohne starten kann, ob ich fliegen kann. Ja, Ja, es sie klappt. geht wieder hoch, Gott sei Dank. Wie gesagt, wir haben keine dritte Drohne mehr. Es war richtig knapp, Freunde. Fast hätte ich unsere letzte Drohne kaputt gemacht. Aber wo ist Rumi jetzt hin? Die ist weg. Vielleicht ist sie wieder rüber zu der Schaukel gegangen. Soll ich da hinfliegen? Ja, da ist doch noch ein kleiner Spielplatz im großen Spielplatz. Wir fliegen wieder zu dem kleinen Spielplatz vom Anfang des Clips. Wenn ihr Rumi seht, schreibt sie in die Kommentare. Der Spielplatz ist doch nicht so groß. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe keine Rumi. Da sind Reifen, da ist ein Tor Und da hier ist ist eine es- Tischtennisplatte. Und hier ist der kleine Spielplatz, der kleine Turm. Ihr seht ihn. Aber wo ist Rumi hin? Vielleicht versteckt sie sich im Wald. Hat die so Angst vor Slide Eater? Wir fliegen nochmal zurück zu der ersten Rutsche, wo sie geschaukelt hat. Da ist eine kleine Rutsche, das heißt, da dürfte auf keinen Fall Slide Eater sein, aber genau da war Rumi. Und hier sind die ganzen Munde aus dem Boden gekommen. Hey, hör auf, das zu sagen. Passiert es gleich nochmal, oder was? Der Boden geht auf! Nein, bitte nicht doch! Die Munde kommen wieder raus! Das ist kein gutes Zeichen. Du weißt, was danach passiert ist? Da kam Slide Eater und hat gegen Rumi gekämpft. Der Mund, ihr habt ja gesehen, es waren mehrere Munde, die suchen sich Rutschen aus und dann setzen sie sich fest wie ein Parasit. Denkst du, Rumi ist jetzt wirklich schon abgehauen, weil sie so Angst hat? Jetzt kommt einfach wieder ein Mund aus dem Boden. Ich weiß nur eins, dieses Video ist nicht für Kinder geeignet. Nicht für Kinder! Warte mal! Rumi rennt weg. Sie rennt weg, aber wohin rennt sie? Lass uns doch auf der Karte nachschauen. Zu einem anderen Spielplatz. Vielleicht, Leute, wir gehen jetzt zurück zur Karte. Auf diesem Spielplatz haben wir Rumi gesehen, wie sie gegen Slide Eater gekämpft hat, aber sie ist abgehauen. Das bedeutet, Rumi muss zu einem dieser Spielplätze am Wald gelaufen sein. Nur das Problem ist, wir wissen nicht, bei welchem Spielplatz sich Rumi versteckt. Ich kann es nicht glauben. Gino ruft an. Was will er von uns? Heb sofort ab. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten über Rumi? Ja, haben wir. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die gute Nachricht zuerst, bitte. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir Rumi gefunden haben, aber das war auch schon die gute Nachricht. Ihr habt wirklich Rumi gefunden. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass Rumi mit Slide Eater gekämpft hat und fast von Slide Eater aufgegessen wurde. Ich schwöre, wenn ich diesen Slide Eater in die Finger kriege, rutsche hin oder her, ich brenne das Teil ab. Wir müssen da sofort was machen. Wir können nicht so tun, als wäre das nur ein Zufall. Das Ding ist ein Monster. Versteht ihr? Ein verdammtes Monster, das Kinder frisst. Wir wissen auch nicht, warum Slide Eater auf einmal Rumi essen will. Slide Eater ist ja der Rutschenfresser und der ist sehr böse. Ihr müsst Rumi retten. Ihr habt's doch mit eigenen Augen gesehen. Helft mir, bitte sie zu retten. Lasst sie nicht aus den Augen. Ihr müsst auf mein Baby aufpassen, verstanden?
Er hat aufgelegt. Leute, ihr habt gehört, was Gino gesagt hat. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen Rumi retten. Das ist das oberste Ziel, Rumi zu retten vor dem bösen Slide Eater für Gino. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Wir fliegen jetzt zu dem ersten Spielplatz im Wald. Das bedeutet, das ist jetzt der dritte Spielplatz, den wir mit unserer zweiten Drohne abfliegen. Und in diesem Wald befinden sich noch 2 weitere Spielplätze mit womöglich Slide Eater Rutschen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber seht mal diese Rutschen an, die sind wieder so groß, da wohnt doch bestimmt ein Slide Eater drin. Wir haben es ja gesehen, Rumi wurde verfolgt von dem Mund, der aus dem Boden gekommen ist und vielleicht hat sich ein Mund hier festgebissen. Rumi hat ganz Nein, das ist Zoe. Was macht denn Zoe da? Sie läuft zur Rutsche. Nein, es kann doch nicht wahr sein. Wir wollten doch Rumi retten. Wieso ist denn Zoe jetzt auf dem Spielplatz? Vielleicht will Zoe auch unbedingt Rumi vor dem bösen Rutschenfresser Slide Eater retten. Natürlich, bei dem ersten Spielplatz war ja auch Mira da und wollte helfen. Und guckt euch mal diese Rutsche an. Es ist eine Röhrenrutsche, eine geschlossene Röhrenrutsche. Die Rutsche an sich sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Wir müssen näher ranfliegen. Das ist eine typische Slide Eater Rutsche. Ich hoffe es natürlich nicht, weil ihr wisst ja, Zoe ist dort. Ich guck mal mit unserer Drohne. Ah, da ist Slide Eater! Nein, bei dieser großen Rutsche ist Slide Eater. Ich hab's befürchtet. Schaut euch mal die bösen Zähne an, diese blutigen Mund. Und da in der Nähe läuft einfach Zoe rum, um Rumi zu retten. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass sich Slide Eater auf diesem Spielplatz befindet. Natürlich nicht. Sie dachte, Rumi wäre dort. Aber Rumi haben wir bis jetzt noch nicht getroffen. Wir schalten auf jeden Fall nicht ab. Wir fliegen weiter mit euch zusammen und ihr schaut das Video hier bis zum Schluss. Weil keiner von den K-Pop Demon Hunters darf von Slide Eater gegessen werden. Auf gar keinen Fall. Ich bin der größte Fan von K-Pop Demon Hunters und du auch. Hier steht sogar Handtricks. Ja, die Mütze habe ich extra bei einem Konzert gekauft. Okay, Freunde, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen Rumi finden, bevor sie von Slide Eater gegessen wird. Rumi ist bis jetzt noch nicht auf dem Spielplatz. Wir haben nur Zoe angetroffen, die uns hilft, Rumi zu retten. Aber bis jetzt habe ich Zoe nicht mehr gesehen. Vielleicht ist Zoe zu dem nächsten Spielplatz gelaufen. Da gibt es aber auch wieder so eine kleine Rutsche. Wie beim ersten Spielplatz. Kleine Rutsche, große Rutsche, gleich Slide Eater Rutsche. Das sind immer die gleichen Systeme. Eine große Rutsche und eine kleine Rutsche. Aber wo ist Zoe? Ich kann Zoe auf dem ganzen Spielplatz nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Ich bin extra ganz weit hochgeflogen, damit wir besseren Ausblick haben, aber ich sehe Zoe nicht. Wo ist Zoe denn jetzt auf einmal hingerannt? Okay, wisst ihr was? Wir versuchen es noch einmal. Wir suchen jetzt noch ein letztes Mal diesen Spielplatz ab. Ansonsten gehen wir zu unserer Karte und fliegen zu dem nächsten. Weil das Problem ist, wenn Zoe einfach mal rutschen geht, wird sie einfach aufgegessen. Okay, Schritt für Schritt, Meter für Meter suchen wir jetzt diesen Spielplatz nach Zoe ab. Falls ihr Zoe auf diesem Spielplatz seht, schreibt sie in die Kommentare, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und wenn ihr Rumi seht, dann lasst ein Like da. Das sowieso, weil das ist ja die Mission. Wir müssen Rumi retten vor Slide Eater. Ich schaue jetzt mal hier in diesem kleinen Häuschen, ob wir hier in diesem kleinen Häuschen irgendjemand entdecken. Rumi, du musst dich doch irgendwo versteckt haben. Fällt dir was auf? Nein, die ist eine kleine Rutsche, die offen ist. Genau, und bei offenen Rutschen gibt es so gut wie nie ein Slide Eater. Da hast du recht, aber vielleicht ist dann Zoe dort, weil sie weiß, dass da kein Slide Eater ist. Wobei, bei Rumi ist aus einer offenen Rutsche auch ein Slide Eater geworden. Nur war die offene Rutsche viel, viel größer und länger als so eine kleine Rutsche. Stell dir mal vor, aus dieser Babyrutsche kommt ein Baby-Rutschenfresser, also ein Baby-Slide Eater raus. Oder aus dem Boden kommt wieder ein Mund von Slide Eater hoch. Ich will es gar nicht sehen, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Zoe oder Rumi finden. Vielleicht ist sie oben in den Turm drin. Okay, ich schaue. Ist da Zoe? Ich sehe niemanden. Seht ihr jemanden? Ich finde, dass der Turm komplett leer ist. Der ist echt leer. Ihr seht es, hinter dem Holzverschlag ist einfach niemand. Flieg aber nicht zu nah ran. Flieg nicht zu nah an diese Slide Eater Rutsche ran. Ich will aber noch einmal reingucken. Vielleicht wurde ja Zoe schon gegessen von Slide Eater. Das ist aber sehr risikoreich. Ah, nein! Ah, nein, Zoe! Ich kann gar nicht hingucken. Sie wird gegessen. Zoe wird gerade aufgegessen von Slide Eater. Wir sind zu spät. Und ich hätte die Drohne fast kaputt gemacht, Leute. Seht ihr das? Oh, Zoe ist weg. Zoe ist jetzt in dieser Rutsche drin. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Sie wurde einfach aufgegessen von Slide Eater. Ihr habt doch alle gesehen. Zoe ist nicht mehr da. Und wir können sie auch nicht retten, weil wenn wir mit unserer Drohne in die Rutsche fliegen, werden wir auch gegessen. Dann ist die Drohne für immer weg und wir haben keine Bilder mehr. Schau dir mal da hinten in der Ecke an. Was ist das denn? Seht ihr das? Was ist das für ein Park? Ich glaube, da werden die Slide Eater Rutschen hergestellt. Weißt du, dort werden sie gebaut? Da könnten sie wirklich gebaut werden. Wir fliegen mal näher. Aber wir haben Zoe verloren. Wir können jetzt auch nichts mehr ändern, Freunde.
Freunde, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Rumi retten, bevor wir Rumi auch verlieren. Du hast Gino am Telefon gehört, wir müssen unbedingt Rumi retten. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal weiter, Leute. Da werden die echt produziert und gebaut, die Slide Eater. Ihr seht es, die Einzelteile werden aneinander geschraubt und zusammengesteckt. Deshalb kommt der Mund auch vom Boden hoch. Der wird sich einfach in eine Rutsche reinsetzen und zack, Slide Eater ist da. Wie ein Parasit sucht sich der Mund aus dem Boden einen neuen Wirt und saugt sich fest. Lass uns zur Karte gehen, wir müssen weiter suchen. Wo ist Rumi? Ich kann es nicht glauben, auf diesem Spielplatz wurde einfach Zoe von Slide Eater aufgegessen. Und Rumi war auch nicht auf diesem Spielplatz, deswegen haben wir ihn mit einem X markiert. Also kann sich Rumi nur noch auf einen dieser 2 Spielplätze verstecken. Die Chance liegt bei 50%, dass wir zu dem richtigen Spielplatz fliegen. Wir fliegen jetzt einfach zu diesem Spielplatz hier oben und hoffen, dass Rumi nicht von Slide Eater aufgefressen wird. Lasst jetzt noch mal alle ein Like auf dieses Video da, damit wir Rumi vor dem bösen Rutschenfresser retten können. Und wir starten jetzt sofort die Drohne. Wir werden jetzt mit unserer Drohne in eine Slide Eater Rutsche reinfliegen. Ihr habt richtig gehört, wir nehmen unsere Drohne und fliegen in den Eingang von einem Slide Eater. Wir müssen unbedingt nachschauen, ob da Zoe wirklich drin ist und oder vielleicht auch schon Rumi gegessen wurde. Oder Mira kann da auch sein. Ihr seht hier vorne den Eingang der Slide Eater Rutsche und wir werden jetzt zusammen mit euch da reinfliegen. Das ist absolut gefährlich, auf keinen Fall nachmachen. Es ist nichts für Kinder, Freunde. Ich fliege jetzt mit höchster Präzision. Ah, schau mal, was aus dieser Rutsche rauskommt. Da kommt Schleim raus. Und wie viel? Schau mal, das hört gar nicht mehr auf. Ich fliege jetzt trotzdem rein, Freunde. Ihr könnt es sehen, mit höchster Präzision steuere ich die Drohne für euch in diese Slide Eater Rutsche. Entweder wird die Drohne aufgegessen oder er fliegt einfach gegen die Wand, dann ist sie kaputt. Gefährlicher geht's nicht. Die Drohne kann aber nicht weiterfliegen. Ich schaffe es nicht. Ihr könnt es sehen, ich stecke fest. Wie wär's, wenn du einfach wieder rausfliegst und wir fliegen von dem Turm aus in die Slide Eater Rutsche von oben? Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden die Slide Eater Rutsche von oben erobern. Weil damit kannst du bestimmt besser fliegen und so können wir genau schauen, wer alles in dieser Slide Eater Rutsche drin ist. Ihr seht es aber, ich kann da nicht reinfliegen. Die ist abgeschottet. Der Turm ist komplett zu. Wir schauen mal, ob der Turm wirklich zu ist und wir fliegen jetzt ganz, ganz vorsichtig an den Turm ran. Da ist doch eine Treppe. Das ist eine Öffnung. Da müssen wir reinfliegen. Das ist unsere Chance, dass wir in den Slide Eater hinein können. Aber du musst wirklich sehr, sehr vorsichtig fliegen. Du siehst, wie eng es da ist. Unsere Drohne ist ja nicht klein. Das ist wie eine Slide Eater Operation, Leute. Wenn wir mal Slide Eater operieren lassen sollen, dann schreibt jetzt mal operieren in die Kommentare. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Pass auf, Mann. Du darfst nicht gegen die Wand fliegen. Okay, ich fliege ganz vorsichtig hoch und ihr könnt es sehen, auf jeder Etage gibt es eine Blockade. Und da oben ist dann die Öffnung der Slide Eater Rutsche, genau am höchsten Punkt des Turmes. Ihr seht es, das ist immer so eine rote Blockade, die versucht uns zu blockieren. Das ist Warnung, dass wir nicht weiter fliegen dürfen. Warum? Weil das die Öffnung von Slide Eater ist. Ihr könnt es sehen, da ist die Öffnung von Slide Eater und da fliegen wir zusammen mit euch rein. Rumi wird gerade gegessen. Wir haben gesehen, Rumi wurde runtergezogen in die Rutsche hinein. Die arme Rumi ist in der Slide Eater Rutsche drin. Wir haben Rumi verloren, was sollen wir denn jetzt machen? Wir fliegen jetzt sofort mit der Drohne hinterher. Wir müssen Rumi retten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir werden jetzt zusammen mit euch unsere Drohne aufs Spiel setzen, damit wir Rumi für euch retten können. Und wenn wir sicher sind, rufen wir Gino an und gehen zu diesem Spielplatz und retten Rumi. Vollgas, Leute, Mann, wir sind drin. Wir fliegen wirklich in die Slide Eater Rutsche. Was passiert jetzt? Was ist da? Seht ihr das? Es hört nicht auf. Ah!